Also ich mache den Shop jetzt seit Oktober 2003 und ursprünglich habe ich als Projekt angefangen aufgrund meines Studiums und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Hier hat wirklich alles angefangen. Ich bin hier zum Studium 2001 hergezogen. War auf jeden Fall geile Vibes damals, weil hier einfach BMX am Start war so. Und dann habe ich quasi hier oben in dem zweiten Fenster links, da bin ich eingezogen in die WG und habe da mein Zimmer gehabt und 2 Stahlschränke und habe dann eben dann auch 2003 eben das Gewerbe gegründet. Es war auch wirklich so eine BMX-WG dann irgendwann so. Flo ist dann da auch eingezogen später. Und es waren dann ständig auch Leute da zu Gast. Stefan Dittrich hat auch auf der Couch gewohnt eigentlich. Wir hatten den Daisuke aus Japan mal für irgendwie 9 Monate bei uns. Und das waren einfach krasse BMX-Zeiten. Und es war ziemlich geil, dass wir halt über einem Dönerladen gewohnt haben, weil der hat uns natürlich auch das Überleben gesichert. Hallo. Ich war einer von den wenigen Stuttgarter BMXern. Die meisten kamen von außerhalb. Wir waren dann irgendwann im Sommer 2001 tatsächlich im Haus der Geschichte Radfahren. Und dann kam irgendjemand von meinen damaligen BMX-Kumpels halt ums Eck und meinte, er hatte gerade eben noch mal einen Flatlander gesehen in Stuttgart. Kurze Zeit später hat sich herausgestellt, das warst du, Seppe. Dann nach kurzer Zeit dann schon indirekter Mitbewohner in der WG auf dem Klebesofa. Und seitdem ging es ab, jeden Tag Sessions und Party. Wie bin ich nach Stuttgart gekommen? Ja, das war so, also Seppel war ja in Stuttgart, Moritz ist schon nach Stuttgart gezogen und ich stand dann halt in München und habe mir halt gedacht, okay, was mache ich jetzt? Dann hatte ich irgendwie die Möglichkeit, oder was heißt die Möglichkeit, ich musste ja Zivildienst machen oder halt Bundeswehr. Ich habe mich für Zivildienst entschieden und dann habe ich gedacht, okay, mache ich den halt in Stuttgart. War natürlich geil, dass alle schon da waren und schon so eine Szene existiert hat. Also wir sind ja dann am Haus der Geschichte alle zusammen Flatland gefahren, so. War dann ein paar Mal zu Besuch, noch bevor ich halt nach Stuttgart gekommen bin und habe dann halt gemerkt, okay, es ist total geil, ich will da auch hin, so. Dann habe ich mal Zivildienst gemacht in dieser berüchtigten Olgastraße, wo wir dann auch immer diverse Partys halt zusammen gefeiert haben. Und das war alles noch so ein bisschen vor Kunstform, also im Sinne von, wir haben dann damals viele Sachen organisiert, wir haben kleine Crew gegründet, das war damals die Flat Art Crew so, und mit der haben wir dann halt verschiedene Events auch organisiert. Das waren so die ersten Schritte eigentlich Richtung, ja, Art Business, kann man sagen. 2003 Olgastraße, WG Flo Seiler. War eine wilde Zeit, da habe ich die ganze BMX-Posse kennengelernt. Dann ging es weiter, da Seppel kennengelernt, hat während seinem Studium die ersten Päckchen für Kunstform gepackt.
Das war sehr herzerwärmend für mich, weil der wirklich voller Herzblut da dabei war. Ich bin 2004 nach Stuttgart gezogen. Vorher habe ich in Eberswalde gewohnt, in Brandenburg. Von Eberswalde aus haben wir halt viele Contests so und Jams in ganz Deutschland so besucht. Und ich habe mich halt damals für den Zivildienst entschieden, damit ich halt noch mehr Fahrrad fahren kann. So. Und in Stuttgart war halt so, da war dann Seppel, Flo, Didi, Philipp Jakoba so. Da war halt die Szene irgendwie voll am Blühen so. Dann gab es ja da auch viele Contests, so Battle of the Club. Dann dachte ich halt einfach, mache ich meinen Zivildienst da, habe ich mich da beworben so und dann im Vorstellungsgespräch dann sagt so die Frau da, die da halt so war, du kennst Florian Seiler, das ist unser schlimmster Zivi, den wir jemals hatten. Jedenfalls haben die mich dann genommen so, ich bin dann noch in der Wohnung eingezogen, wo der Flo dann drin war. Also die Idee zur Kunstform, die hatte ich eigentlich schon in der Endphase meiner Schulzeit so und das war aber dann auch noch nicht so wirklich konkret was und wie so. Ich wollte irgendwas mit BMX machen und letzten Endes dann in Stuttgart während meinem Studium hat sich das dann einfach so ergeben und ich habe dann 2003 eben mein Gewerbe angemeldet. Der hieß damals noch Kunstform Vertrieb für BMX-Kultur, weil es sollte eigentlich mal ein Großhandel werden. Ich habe Flat TV, Videomagazin, Jimbob und zwar ganz kleine Sachen und Artzone. Artzone war ja so ein richtig dickes Ding, so Flatland, Klamotten, geile Bikebags, so. Wollte daraus eigentlich was aufbauen und habe dann halt geguckt. Ich hatte 3.000 € gespart, das war mein Startkapital. Habe dann Gewerbe angemeldet und dann ging es los. Also 2006 ist ja dann Seppel nach Erlangen gezogen, um da sein Praktikum zu machen bei Adidas. Und dann war halt so ein bisschen unklar, was ist mit Kunstform. Dann habe ich und mein WG-Mitbewohner Simon damals gesagt, okay, wir machen das weiter so. Und dann haben wir den ganzen Stuff zu uns in der Wohnung gebracht und ja, und wir haben dann halt studiert. Und dann haben wir so nebenbei halt Kunstform gemacht, so die Bestellungen gepackt und dann weiß ich noch, sind wir auch mit den Paketen zur Uni gegangen so und dann nachmittags irgendwo abgegeben so. War eigentlich eine richtig witzige Phase so. Nebenbei haben wir auch den Online-Shop weiterentwickelt so. Das war auch so für mich halt voll die coole Motivation, das weiter zu lernen so, dieses Programmieren, weil ich halt direkt so ein Anwendungsbeispiel hatte so. Ja, Sepp war Covershooting auf Mallorca für die Freedom. Mega cool. Ich habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Habe einen Schwangerschaftstest gemacht und tada, der war positiv. Seppi auf Mallorca, Fragezeichen im Kopf. Wie reagiert Seppi? Rufe ich ihn jetzt an? Das war natürlich schon eine sehr aufregende Zeit. Seppi angerufen. Freude war natürlich direkt da. Für ihn hat sich natürlich dann die Frage gestellt, okay, was ist jetzt, wie mache ich das weiter so? Und dann habe ich zu Seppel gesagt, hey, du hast da schon was richtig Krasses aufgebaut, es hatte schon einen Namen in der Flatland-Szene und es wäre total schade, wenn wir daraus nicht mehr machen. Lass es doch versuchen, daraus mehr zu machen. Und dann waren wir uns relativ schnell einig. Ich mache jetzt Kunstform weiter. Also hier sind wir jetzt in der Heilbronner Straße 7. Nachdem dann Flo quasi gesagt hat, er macht jetzt Kunstform, haben wir da ein Büro gemietet. Relativ schnell sind wir gewachsen, hatten mehr Ware auf Lager so und haben dann innerhalb dieses Gebäudes, gab es so eine kleine Shopping-Mall und da haben wir dann in einen Raum auch unseren Laden gebaut. Das war auch so eine Nacht- und Nebelaktion so. Einfach die ganze Nacht mit Johnny, Ente, Flo, Moritz war auch noch dabei so. Haben wir einfach den kompletten Raum gestrichen, Boden drin gelegt so. Und da war dann eigentlich so unser richtiger offizieller erster Shop mit Öffnungszeiten. Also meinen ersten Kontakt zu Kunstform hatte ich so 2010 ungefähr. Da gab es bei mir in der Stadt nur einen kleinen BMX-Shop und Kunstform war halt das Größte. Dann bin ich mit meiner Mutter dahin gefahren und ich habe einen neuen Rahmen gebraucht. Und da war ich wirklich fasziniert von dem Shop, dass so ein BMX-Shop existiert. So viele Bikes und Einzelteile habe ich davor nie gesehen. Habe ich da auch dann einen Rahmen gekauft. Und meine Mutter war auch voll fasziniert von dem alten Gebäude, die fand es voll cool. Die wollte dann zum Glück öfters mit mir dahin. Dann haben wir wieder neue Pedalen und so Spaß gekauft. Da im Shop war, glaube ich, damals noch der Flo und der Johnny. So erinnere ich mich noch dran. Ich
bin nach Stuttgart gezogen 2008 am 1. Juni. Da hat mein Zivildienst angefangen und nachdem ich dann einen Feierabend hatte, dann halt immer zum Haus der Geschichte. Das habe mich dann mit den anderen getroffen und war halt auch der Grund, gerade nach Stuttgart zu ziehen, um halt mit euch zusammen Fahrrad zu fahren. So und parallel habe ich dann natürlich auch den Flo Sahler kennengelernt. So. Ja, und dann hat man sich halt kurz vorgestellt, hat mir den Laden gezeigt. Dann bin ich halt jeden Tag, nachdem ich vom Zivi war, zur Kunstform, habe Pakete gepackt. Und dann ging das halt, bis mein Zivi beendet habe, ja, 9 Monate. Und dann war halt klar, okay, ich will auf jeden Fall nicht zurück nach Hause, sondern auf jeden Fall bei euch in Stuttgart bleiben. Ja, damals hat halt das auch überhaupt alles nicht gereicht, um zu leben. Ich habe dann auch tatsächlich fast 3 Jahre im Lager gewohnt. Oben auf dem Regal sozusagen, da habe ich so mein Bett aufgebaut so, und da unten hatten wir noch Teile drin so. Das war nicht witzig. Und dann habe ich da vorne ist so ein Fitnessstudio so, da habe ich halt so einen Vertrag gemacht und bin da halt immer hingegangen, um zu duschen so. In diesem Bereich ungefähr haben wir noch ein Büro gemietet. Für den Laden selber hatten wir dann schon Johnny, der den Laden gemacht hat so, der war da der Verkäufer. Der hat dann auch seine Ausbildung bei uns angefangen. War auch irgendwie krass, so herauszufinden, wie das alles so geht. Und ja, und dann haben wir in dem Büro selber auch nochmal eine Fläche hingebaut, wo wir halt dann auch so fahren können. Da sind richtig geile Sessions einfach gewesen. Da gab es hier Tag der offenen Tür, da haben wir halt immer Veranstaltungen gemacht. So. Ja, also richtig viel Zeugs so gemacht. Also da eigentlich, das war richtig die Zeit, wo das hat angefangen zu leben so. Wir waren ein richtiger Laden. Also bei mir war dann so, dass halt so das Studieren, das wurde halt auch immer komplexer so, und da war dann auch mal eine Phase, wo ich gesagt habe, wir können das jetzt nicht mehr machen so. Und dann hatte ich halt auch über den Flo die Chance, 3 Monate nach Abu Dhabi zu gehen. Ich habe mir dann halt auch so überlegt, ja, wenn man jetzt, sag ich mal, das noch einfach weiter ausbaut so, und der Flo, der war halt so, der hat halt Vollgas so gegeben so, und dann dachte ich so, ich ergreife jetzt die Chance sozusagen, probiere einfach das noch größer zu machen, Kunstform, dass man vielleicht echt davon leben kann so. So habe ich mich halt dafür entschieden, das durchzuziehen, und habe dann auch mein Studium pausiert. Der aktuelle Status seit 10 Jahren oder so ist jetzt, dass ich pausiere. Ich habe nicht abgebrochen. Wie wir es vereinbart hatten, hatten wir dann einen Teil des Geldes, das durch die Shows reinkam bei Daniel, haben wir dann in Kunstform gesteckt, haben dann neue Ware gekauft. Daniel war dann ja, Vollzeit dabei und hat den Online-Shop weiterentwickelt, und wir haben quasi durch das Geld auch und durch die gemeinsame Arbeit dann die weiteren Schritte machen können. Um dann auch einfach irgendwie Lebensunterhalt zu verdienen, habe ich in der Agentur angefangen von einem Studienkollegen von mir, die halt viel Online-Marketing gemacht hat. Ich habe mich dann auch für den Bereich Analytics interessiert, ziemlich stark. Habe dann auch angefangen mit Programmieren, hatte das auch davor schon natürlich gemacht, weil ich in einem Semester auch mal den ersten Online-Shop halt aufgesetzt habe mit komplett nur hands-on, einfach null Plan, so alles angelesen. Es war ja auch einfach immer der Spirit, so wir haben halt einfach gemacht. Der Fuhr hat da natürlich nochmal einen anderen Drive reingebracht, aber ich war ja auch nie weg, und durch die Agentur habe ich natürlich auch viel gelernt so, und habe halt dann auch immer nach der Arbeit nachts noch saß ich am Rechner und habe einfach versucht, die Jungs so gut wie es geht da einfach auch zu unterstützen, dass wir da weiterkommen. Das war mir halt auch immer wichtig so. Es war natürlich auch mein Baby, und ich hatte ja auch die Überlegung, ob ich jetzt sage, okay, das ist meine Firma, ich stelle euch jetzt ein, aber es war halt auch einfach kein Geld da. So. Und wir sind dann ja auch irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, so hey, also jeder leistet hier seinen Beitrag, und jetzt gründen wir dann halt auch eine GmbH, und jeder kriegt halt einfach ein Drittel davon. War noch die Griffe drauf, das ist schon mal. Ja, das ist auch noch von uns, ja, da waren die Griffe und so. Also wir stehen jetzt hier in der Kriegsbergstraße 28 in Stuttgart, und hier war unser zweiter Laden, den sieht man hier im Hintergrund, unser erster Laden mit Schaufenster.
Also wir hatten hier die ganzen Schaufensterfront, jetzt mittlerweile ist ein Weinladen hier drin. Das kam halt so, dass wir vorher in der Heilbronner Straße 7 waren. Und da war so, dass dieses ganze Konzept, was da war, hieß Raum auf Zeit. Das war schon von Anfang an eigentlich klar, dass wir aufgrund der Stuttgart 21 Baustelle mal irgendwann da ausziehen müssen. Nur hatten wir nicht damit gerechnet, dass das wirklich innerhalb von 1-2 Wochen wurde halt der Mietvertrag gekündigt so. Und das war genau 2011 so in der Weihnachtszeit, also zwischen Weihnachten und Silvester mussten wir dann ausziehen. Das war auf jeden Fall erstmal richtig krass so, weil wir hatten einfach keine Location, wir hatten die ganze Ware so. Da war in dieser Eingangshalle waren Vorträge und wir mussten dann, während die diesen Vortrag gehalten haben, halt unseren Kram rausholen. Die haben sich dann voll beschwert, so, weil wir da immer durchlaufen. Wir konnten ja nicht anders, wir mussten an dem Tag raus. Ja, das ging auch richtig durch die Medien so, weil in diesem Gebäude, in dem H7 waren halt 100 Firmen oder so drin. Und die mussten alle sofort raus so. Ich habe so ungefähr 2011, 2012 mit BMX-Fahren angefangen. Und klar, wir sind alle zu Kunstform gerannt. Also mit der zweiten Location, ich habe auf jeden Fall so ein Upgrade gespürt, quasi wie die Ware ausgestellt war, wie die präsentiert war. Das sah immer alles hammergeil aus. Damals dann irgendwie an die Vitrinen gegangen, irgendwelche blauen, roten Propper-Narben angeschaut, so ewig davon geträumt, irgendwann kaufe ich mir die. Also das war halt für mich super neu, weil es extrem viel Auswahl hatte. Und ja, du konntest echt Felgen in jeglicher Farbvariation kaufen, Kurbeln, Chrom und Schwarz. So habe ich das erste Mal den Kunstform BMX Shop betreten in der Heilbronner Straße. Und das war eigentlich auch eine richtig coole Zeit so. Hier waren wir bis 2014. Wir hatten so zum Beispiel hier an dem Vorplatz, da hatten wir so auch ein paar Obstacles und wir haben dann auch ein paar Jams gemacht. Zu Kunstform bin ich tatsächlich 2012 das erste Mal in Kontakt gekommen und es war bei der Country Bikes Shop Tour. Und ja, das war einfach das erste Event, der erste so wirkliche Jam. Das hat mich auf jeden Fall motiviert weiterzumachen. So. Ja. Das war geil. Da gab es so eine Shadow Ledge, die hatte so eine Sargform. Die hätte ich immer noch gerne wieder hier. Das war geil. Da habe ich so meine ersten Moves mal gezeigt bei Kunstform, weil ich wollte immer einen guten Eindruck machen. Und dann ein Jahr später habe ich dann auch angefangen, für Kunstform zu fahren. In dem Zeitraum kam ja dann auch Wendel zu uns. Das war dann das Gesicht hier in diesem Laden. Ja, der hat hier seine Ausbildung gemacht. So. War mein erster Kontakt, war einfach ein junger Mann vor der Tür, der halt vor den Ladenöffnungszeiten da war. Und mir hat man irgendwie nichts gesagt, dass zukünftig ein neuer Mitarbeiter kommt. War ein bisschen perplex, weil da jemand so an der Scheibe klopft und haben uns kurz kennengelernt und meinte, jo, ich bin's Wendel, ich will hier jetzt mal anfangen. Okay, alles klar, cool. Hat jemand den Wendel gesehen? Erster Kontakt mit Kunstform. Hab mit dem Radfahren wieder angefangen zu meiner Ausbildungszeit zum Zweiradmechaniker, kurz bevor ich mit Kunstform angefangen habe. Da wurde ich zum Tag der offenen Tür eingeladen, in der Heilbronner Straße 7. Bunny Hop Contest, ganz viele gleichgesinnte, verrückte Trottel um einen drum. Hat einem dann natürlich direkt irgendwie Lust auf mehr gegeben. Und dann war da so ein komischer Typ, der irgendwie Flatland gefahren ist. Der Fuhrmann, der mit dem Fahrrad fuhr, Mann. Das hat er sich vorgestellt. 3 Sätze später sagt er halt irgendwie Sachen wie, willst nicht bei mir arbeiten? Muss ich mir erstmal durch den Kopf gehen lassen. Meine Ausbildung hat ja erst irgendwie angefangen. Und irgendwie denkst du, ja scheiße, Zweiradmechaniker ist schon mein Ding. Aber BMX ist halt auch mein Ding. Was machst du? Ich meine Ausbildung nicht beendet und habe irgendwie eine Woche später da halt so angefangen. Dann war halt irgendwie kurz vor September, ja was mache ich jetzt? Komm, fange ich halt eine Ausbildung an. Wobei die erste Woche war eigentlich noch viel witziger, weil in der Woche wusste ich einfach gar nichts von niemandem. So. Habe halt irgendwie einen Johnny kennengelernt so am ersten Tag, der mich dann gefragt hat, so, wer bist du? Ich arbeite hier. Und Johnny wusste halt von nichts und niemandem. Nach der ersten Woche hieß es, ja hey, hier ist Samstagsgeschäft, hier Schlüssel, schaust halt, dass der Laden läuft. In den Laden gelaufen, Leute standen davor, kurz davor angekommen, irgendwie um 10 macht die Bude auf, Laden geöffnet, Alarmanlage geht an. Wie geht die scheiß Alarmanlage aus? Hat das dir irgendwer gesagt? Niemand. Nee. Ich habe meine erste verschissene Stunde bei Kunstform am Samstag alleine damit verbracht, Leute zu bedienen, während die Alarmanlage getrillert hat, das Licht nicht angegangen ist, ich nicht wusste, wie die fucking PCs angehen, ich wusste nichts. Keine Ahnung, in was ich da reingeraten bin. Zack, waren irgendwie 10 Jahre rum.
BMX-Weltmeisterschaft war seit 30 Jahren fast jährlich immer in Köln. Und da waren wir als Händler vertreten, als Aussteller und hatten halt jedes Jahr ein kleines Zelt. Hat klein angefangen mit so 4x4 Quadratmeter. Und zu den letzten Events, da hatten wir ein Zelt, was 20 Meter lang war. Und da hatten wir quasi alles mitgenommen, was wir halt besaßen. Masters, Worlds, you name it, war auf jeden Fall der anstrengendste Teil der Arbeit. Die war auf jeden Fall die Zeit. Die anstrengendste, aber auch die geilste. Man muss sich halt vorstellen, du hast einen Laden voll bestückt mit Dingen, mit vielen Dingen, wo es dann heißt, wir packen jetzt alle diese Dinge in einen LKW und fahren damit nach Köln und bauen in Köln ein Zelt auf. Dann halt wieder nach Hause kommen, ausnüchtern und Inventur machen. Am nächsten Morgen geht halt die Show weiter. Hab's noch nicht ganz verdaut. So, dann 2014 mussten wir ausziehen aus der Location. Wir hatten jetzt einfach mehr Aufträge, mehr Bestellungen, mehr Mitarbeiter. Waren dann direkt hier in Feuersee in Stuttgart West fündig. Zack, wieder Nägel mit Köpfen, LKW mieten, alles rein, umziehen und waren wir in der neuen jetzigen Location. Natürlich brauchten wir halt mehr Mitarbeiter und haben uns überlegt, bei IHK einen Ausbilderschein zu machen. Demzufolge habe ich dann einen Ausbilderschein gemacht, habe den bestanden und hatten direkt dann auch einen Auszubildenden, der hieß Oliver. Und nachdem dann der Olli fertig war, kam dann der nächste, dann der nächste. Wir hatten den Miguel, der Marvin, dann kam der Ole noch, dann der Saki. Wir haben uns dann im Laufe der Zeit natürlich entsprechend weiterentwickelt und hatten viele Ideen und haben unter anderem auch gesagt, okay, wir wollen auch feste Kampagnen fahren. Also wir haben jedes Jahr ein Thema, was wir aufgreifen wollen, wo wir halt eine Werbekampagne mitmachen wollen. Und da wollten wir halt auch spezielle Sachen machen, die es so noch nicht gab. Wo man im ersten Moment vielleicht gesagt hat, hey, was hat das mit BMX zu tun? Aber wir hatten halt auch den Drang, irgendwie eine Botschaft mitzugeben. Woran ich mich besonders erinnere oder was wirklich eine aufwendige Kampagne war das Thema mit den Röntgenbildern. Also das war tatsächlich nichts, was wir gefotoshoppt haben, sondern das haben wir also wirklich real produziert. Ich weiß auch gar nicht, wie wir auf diese Idee gekommen sind, aber letzten Endes war es so, dass es nur einen Mensch auf der Welt gab, der das umsetzen konnte, was wir machen wollten. Und das war dieser Künstler in England. Und dann sind wir für die Kampagne extra nach England gefahren. Ich glaube, die Kampagne war auch quasi zu dem Zeitpunkt so anders wie alles andere, was jemals jemand gemacht hat im BMX-Bereich, dass es auf jeden Fall entsprechend auffällig war. Ja, Teamfahrer waren immer ein wichtiger Bestandteil von Kunstformen. Seit Tag 1 gab es Teamfahrer. Die ersten waren Chris Böhm, Dan Hennig und Sven Steinbach. Und wir hatten ja auch immer die Motivation, halt wirklich der Szene und den Leuten was zurückzugeben. Und wir haben halt auch immer versucht, dann so gut wie es geht, unsere Leute zu unterstützen. Teilweise auch finanziell, wenn es drin war. Wenn halt mal wieder Krise war, dann musste man halt gucken, wie man es dealt so. Aber das fand ich immer wichtig. Ja, 2014 war wirklich ein Umbruch. Flo Seiler ist aus persönlichen Gründen raus. Ich sag mal, bis 2014 sind wir eigentlich jedes Jahr vom Umsatz, von Mitarbeiterzahl, vom Laden, von der Location, vom Lager gewachsen. Und ich weiß noch, in 2014, da war dann auch so richtig weltweit auf einmal so eine BMX-Krise. Und das hat natürlich echt extrem Druck auf uns ausgeübt, so. Ja, also gerade auf mich und Flo so. Ich würde schon sagen, das ist mein Freund und wir haben sehr, sehr viel miteinander erlebt, weil man muss wissen, ich glaube, 3 Jahre lang zusammen in der WG gewohnt, zusammen arbeiten, zusammen Fahrrad fahren. Und manchmal sind natürlich schon auch einfach Emotionen, wie im Leben halt mal so spielt. Aber grundlegend hatten wir einfach eine coole Zeit. Und ich denke, dass es einfach für ihn persönlich mit Kunstformen nicht mehr gepasst hat
und er dann einfach einen anderen Weg gewählt hat. Und ab und zu sieht man sich halt am Spot, redet ein bisschen und fährt halt zusammen Fahrrad. Ich denke, das ist halt eine schöne Sache. Klar, in der Szene war dann schon immer Getuschel, was war da? Nee, dem war nicht so. Es ist wirklich, also es wurde alles fein geregelt untereinander. Wenn ich von 2008 bis 2015 denke, war das auf jeden Fall ein wilder Ritt. Angefangen von eben ganz am Anfang, wo wir eigentlich erstmal keine Ahnung hatten, aber eine Idee, bis dann später hin zur Gründung der GmbH und verschiedene andere Themen. Und irgendwann war für mich dann auch der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich zu dieser Geschichte Kunstform erstmal nichts mehr Wertvolles beitragen kann. Ich glaube, so kann man es eigentlich beschreiben. Und dann bin ich eben auch aus Kunstform rausgegangen. Letzten Endes, ich glaube, man kann ganz klar sagen, irgendwie war ich halt ausgebrannt. Trotzdem, umso glücklicher ist, dass wir hier alle zusammen sitzen und über 20 Jahre Kunstform sprechen, weil diese Story die Kunstform danach noch auch weiter gelebt hat und weiter geschaffen hat und einen neuen Weg definiert hat für sich, die ist ja trotzdem extrem speziell. Und ich muss auch sagen, es ist vielleicht auch nicht gang und gäbe, dass man es dann trotzdem schafft, es auf einem coolen Wege im Sinne der Firma und auch später im Sinne der bestehenden Freundschaft halt irgendwie zu regeln. Und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Ja, 2016 haben wir dann in der Boost-Halle in Stuttgart einen Contest gemacht, die Final Boost Session, weil die Halle halt dann geschlossen wurde, die wurde abgerissen. Unspektakuläre Halle, Kälte, viel zu viele Leute und machen Contest draus. Ist einfach eine geisteskranke Jam gewesen. Contest, einer der wenigen Contests, wo man echt schon ordentlich was gewinnen konnte. Ja, also die Boosthalle, der Contest, der war krass. Ich habe dort auf jeden Fall diese fette Quarter noch in Erinnerung, wo damals Miguel Smiley den ultra hohen Barspin Air gemacht hat. Dann war Felix Brangenberg da, der war natürlich noch viel jünger so in den Startlöchern. Smiley hat es ja dann auch irgendwie gewonnen, so der Lokalmatador. Ich weiß noch, bei seinem Run so sind alle komplett ausgerastet. So. Stimmung, irre Leute am Start. Ja, damals als Smiley noch gut Fahrrad gefahren ist. Nee, Quatsch. Sorry, Smiley. Hello, Doctor. Doctor. There's something wrong inside of me. There's something, I don't know, Doctor. Help me. Well, there's nothing I can do. Also wir hatten ja über Christoph Huber von Unity schon eigentlich immer einen super Draht zu Shadow und Sabrosa. Also eines Tages quasi fragt mich der Christoph, hey, die Shadow und Sabrosa, die wollen so eine Welttour mit ihr Team machen. Hättet ihr Bock, dass die vielleicht mal so ein paar Tage nach Stuttgart kommen? Simone Baracco, Matt Ray, ja, also so halt das ganze Shadow-Team. Und dann dachte ich so, okay, krass. Ja, so, klar. Und dann haben wir halt daraus so ein Street Jam gemacht, verschiedene Spots angefahren. Also man hat schon mitgekriegt, so, da ist halt so ein richtig magischer Vibe entstanden. So. Bei 2016, bisher waren ja die Freedom Awards immer nur in Köln sozusagen und der Markus hatte mal Bock, das in einer anderen Stadt irgendwie zu machen. Und dann hat er mich gefragt, ob wir nicht mal Bock hätten, das in Stuttgart zu machen. So. Dann habe ich gesagt, ey, richtig cool so, lass es machen. Und
da haben wir dann im Stuttpark erst noch eine Session gemacht. Wir haben es quasi noch so verbunden mit Fahrradfahren. Da kamen dann wirklich aus ganz Deutschland alle Fahrer mal nach Stuttgart, waren bei uns im Laden gewesen. Und es war auch irgendwie mal cool zu zeigen, so hey, das sind wir, das ist Kunstform, ja, wir haben das Event ausgerichtet so. Und es war auch irgendwie cool zu sehen, da kamen auch viele an und haben gesagt, hey, ich wusste gar nicht so, was Kunstform eigentlich ist so. Und ich finde cool, mal hier gewesen zu sein so. Und da muss man auch nochmal sagen, danke an die Freedom so, danke an Markus, dass wir das halt machen durften so. So, mein erster Moment mit Kunstform war ungefähr gegen 2017 bei der Stock Session. Das war ganz wild, da waren die krassesten Fahrer damals und es war so mein erster Step in die deutsche BMX-Szene, weil ich ja eigentlich aus Amerika komme. Ich war auch wirklich gefühlt tausenden Events, aber ein Event ist mir immer im Kopf und im Herzen geblieben. Kunstform Stock Session, das weiß ich noch, die ersten 2 Mal. Da war ich noch jünger, da war ich noch richtig auf Party aus, da sind wir den ganzen Tag BMX gefahren. Also wirklich, das war von Spaß, mich zu übertreffen. Stock Session wurde geboren aus einer vollkommen banalen Idee. Es war eigentlich immer so ein bisschen mein Traum, ja, so arbeiten und in der Pause Fahrrad fahren so. Ja. Deshalb haben wir uns einfach gedacht, wir hatten unten im Lager noch ein bisschen Platz. Lass mal im Keller irgendwie einen Curb bauen, lass im Keller einen Flatrail hinstellen, lass eine Bank hinstellen. Ist halt irgendwie ein kleiner Skatepark da unten entstanden. So haben wir halt gedacht, hey, das Jahr war cool, wir wollen der Szene Dankeschön sagen und machen einfach einen Contest mit Freigetränken aufs Haus, Preise, die man gewinnen kann. Und so hat man halt irgendwie die Leute sind aus Italien hergefahren, aus Tschechien, aus Polen, nur um bei uns halt damals im Keller bei einer Deckenhöhe von 2,40 Meter irgendwie Session zu fahren. Ich weiß noch, die erste Stock-Session, da waren vielleicht so 20 Leute oder so. Nach dem Contest muss es halt wieder ein Lager werden. Deswegen waren die ganzen Obstacles entsprechend mobil und man konnte sie sich zurechtschieben. Und wo hast du einen Contest jemals gesehen, wo du dir deinen Flatrail, deinen Curb, deinen Wallride irgendwie zurechtschieben konntest? Also schon eine coole Geschichte. Und ich glaube, das Ganze hat es für Leute wie den Felix Donat oder Moritz Nussbaumer, die halt wirklich super kreativ sind und für die ist es ein gefundenes Fressen. Da macht sowas natürlich extrem Spaß und auch Spaß für die Zuschauer. Dementsprechend sind nach und nach immer mehr Leute gekommen. Kein Sauerstoff, viel Bier, geile Party einfach. Ja, Stock Session. Beste Leben. Now who here wants to fight? Jungle man with a microphone lead. Back to man's head with a slide in the mic. Shouting my face, not taking it light. Drag man down to the floor, I spike. Have to punch up guys. Guys trying to me, I don't know why. Bats, catch man straight in his eyes. They flowed me, I was looking at the sky. Now I have to go blind. That boy there, I said, gonna die, not bad. Your mouth don't think you're a guy. When I slap man, you won't be alright. Catch man on the floor, flying his kite. Run man down on the grass of a night. Watch till his friends take bounce out of sight from afar. I can hear squeeze from his wife. Run after man, let me draw for his life. Blood pouring, I got stains for tonight. Leave guys dead in the field overnight. I'm sick when I dream of all things on his life. Simple Session war, seit ich klein bin, immer ein Traum von mir mitzufahren. Kunstform, was ja mein Sponsor ist, hat dann zum Glück das mal gesponsert. Das erste Mal war, glaube ich, 2017. Das war eine richtig krasse Erfahrung. Das war natürlich im Winter, da hat es geschneit. Fure hat dann echt viele aus dem Team mitgenommen. Also ich war jetzt 5 Mal bei der Simple Session und das erste Mal ist mir am meisten im Kopf geblieben. Da sind wir halt alle dahin geflogen, Estland erkundet. An Spaß und Feiern hat es gar nicht gemangelt. Das war witzig, auch mal mit Fure wieder mal richtig Party zu machen. Und dann sind wir zu der Arena gefahren und das war damals, die letzten 2 Jahre war es nicht so, aber damals war es noch in einem riesigen Stadion und da einfach mitzufahren und auch wirklich zu sehen, okay, hier auf der Rampe ist ein Kunstform-Logo, da sind Kunstform-Banner. Fand ich schon krass, das Ausmaß, weil als Kind stellst du dir immer vor, boah, Simple Session ist so Champions League, wenn ich da mal mitfahre, ist geisteskrank. Und selber, dass ich auch bei Kunstform so mitgewirkt habe und gearbeitet und für die gefahren bin, war für mich auch schon wie eine kleine Trophäe, dass dann so big einfach Kunstform da war. Mein persönliches Highlight bisher war auf jeden Fall Simple Session, weil ich habe das schon als Kind verfolgt und es war auf jeden Fall ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. So. Und keine Worte können das noch mal irgendwie beschreiben, was für ein Feeling das war. Das war ja einfach Wahnsinn.
Ja, Vans Pro Cup war richtig krass. Das war im Sommer 2019. Die haben gerade die Ball neu gebaut in Weibling, die sich richtig krass dafür anbietet. Und der Fall, dass alle krassen BMX-Fahrer von der ganzen Welt mal in Stuttgart sind, ist fast noch nie passiert und ist sehr selten. Dadurch war da wirklich eine riesen Menschenmenge versammelt. Da haben die Leute mal echt gemerkt, wie krass BMX eigentlich abgeht. Da kamen die hier mit Busse angefahren, die ganzen Pro-Fahrer, Ruben Alcantara, Josh Clemens, Dakota Roach, so, die stehen hier einfach auf jeden Fall alle im Laden, so Weltstars, wo du so als Kind denkst, so, boah, wie krass so. Und danach die Afterparty, wo wir alle dann in Shops sind, so ein kleines Get-Together war dann ein riesen Get-Together. Da waren echt 200, 300, 400 Leute im Shop. Vans BMX Pro Cup war legendär, würde ich schon fast sagen. Westside Walker wondering when was it my turn. I used to watch the blunts burn when it was thundering. Sound waves of praying came to spark the set. Just for y'all to praise due to the architect. It's a new millennium. Die Connection mit Daniel Fuhrmann ist entstanden in den 2000ern, weil wir ja beide aktive Flatlander waren. Wir kannten uns aus der regionalen Szene, weil Fure war ja damals noch in Eberswalde stationiert, wo er ja auch herkommt. Ja, und so, Fure ist damals für KAE gefahren, ich für Dragonfly Bikes. Und ja, wir waren da schon vorne mit bei. So. Und ja, daher kannte man sich. Unter anderem waren wir auch zusammen mal von Berlin in Köln zusammen. Das heißt, Fure kam, wir sind zum Köln, Contest nach Köln gefahren, Fure kam nach Berlin. Und dann sind wir mit dem Auto dahin geballert, haben da Viech auf Konkurrenten gemacht und sind dann am Sonntag wieder als Kumpels 600 Kilometer nach Hause gefahren. Ja, so war das. Genau, ursprünglich wurde Flair BMX Berlin dann von 3 Jungs hier aus der Szene gegründet. Andi Pirnstiel, Conny Zetzel und Lars Falkenberg. Genau, und ich war so als Angestellter quasi so mit bei. Und ab 2003 habe ich dann quasi die Leitung des Shops übernommen. Ja, und dann hat man sich irgendwie 16 Jahre lang bis 2019, bis zu unserer Fusion, halt so durchgemauschelt, ne? Mit einem eigenen Shop. Allerdings eher in die Offline-Richtung. Ne? Kunstform ist ja mehr in die Online-Richtung expandiert, mit ihrem eigenen Webshop, alles selber programmiert. Und wir waren eher immer so als Kunstflair Berlin der stationäre Handel. Als stationärer Handel hast du über die Jahre halt einfach auch gemerkt, wie sich generell das Einkaufsverhalten der Menschen ändert. Und auf der anderen Seite muss ich halt einfach auch sagen, wenn du 16 Jahre lang eine eigene Firma leitest, dann wirst du irgendwann auch müde. 24/7 arbeiten, kein Urlaub, ne, und so weiter und so fort. Immer nur Hustle. Ja, so kam ich halt für mich zu dem Entschluss, dass 2019 definitiv Schluss ist für Berlin. Ja, und irgendwann habe ich dann 2018 im Herbst irgendwann mal mein Telefon in die Hand genommen und habe Fure gesagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Ja, dann bin ich mal nach Berlin gefahren und habe ihn besucht. Da kam dann auch relativ schnell, war uns klar, so, wir müssen dieses Konkurrenzdasein irgendwie beenden. So. Wir müssen zusammenarbeiten. Das macht einfach viel mehr Sinn, dass wir miteinander arbeiten. Das ist auch einfach BMX. Da ist dann die Entscheidung gefallen, dass wir das zusammen machen sollen. Und seitdem läuft halt Berlin eigentlich ziemlich gut unter dem Namen Kunstform. Und hat sich auch eigentlich als Shop so, als Filiale quasi, gut eingegliedert in das ganze Ding. Am Anfang hieß es so, alle Shops müssen zumachen. Totale Verunsicherung ist entstanden so und ich habe dann auch gesehen, wirklich von einem Tag auf den anderen Tag so. Die Bestellung, wir hatten einfach so 0 Bestellungen so, ja. Und dann auf einmal hieß es so 3, 2 Bestellungen, 1 Bestellung, so ist so richtig ab, ging richtig nach unten so. Wir haben halt auch richtig viel vorgeordert so, ja, weil ich dachte 2020 ist eigentlich das Jahr des BMX so, 20 Zoll, 20 Zoll. Auf jeden Fall weiß ich dann noch, dann bin ich irgendwann mal kurz vor Ostern mal so wieder hierher gekommen so, hab mal so gecheckt, war ja alles zu so. Und dann gucke ich so bei uns in unsere Bestellsoftware da rein und dann gucke ich da so rein und denke so, krass, was denn da passiert so. Da waren einfach locker über 500, 600 Bestellungen auf einmal da, also quasi von 0
auf zack 500, 600 Bestellungen so. Und das erste, was ich dann gemacht habe, habe alle angerufen. Und dann haben wir hier nächtelang wirklich richtig durchgepackt. Krass war während Corona, da waren super riesige Schlangen immer vorm Laden. Die Nachfrage war mega, die Schlange ging einfach bis da runter und die Kunden standen und du hast montags schon quasi die Aufträge fertig gemacht fürs Wochenende. Du musstest so viel vorbereiten. Wir hatten ein sehr erhöhtes Bestellaufkommen und hatten demzufolge hier im Versand halt so viel zu tun, dass wir zum Teil mit 6 oder mit 8 Mitarbeitern hier unten waren, um das halt alles zu bewältigen. So ging es auch dann bis 2021 eigentlich weiter so. In der letzten Phase meiner Ausbildung war ich ja hauptsächlich mit Wendel hier oben, der hat mir alles Mögliche gezeigt. Und Wendel war auch immer so ein bisschen der Papa hier. So, den konnte man immer alles fragen, der hatte immer ein offenes Ohr, so, der konnte aber auch immer weiterhelfen. Ja, warum bin ich nicht mehr da? Also im tiefsten Herzen ist es nach wie vor, ich bin gerne hier, ich sehe die Leute gerne. Es ist auch, egal wann mich wer zu BMX fragen wird, werde ich nie irgendwas anderes sagen als Kunstform. So, ich habe das die 10 von diesen 20 Jahren den Scheiß halt irgendwie mit Leib und Seele vertreten, komme was wolle. Für mich hat das allerhöchste Priorität gehabt. So irgendwie, jeder hat mich halt irgendwie mit Kunstform in Verbindung gebracht und hat auch gut getan, dass ich Leuten da weiterhelfen konnte. Dementsprechend war man halt einfach motiviert, Dinge voranzubringen, Dinge am Laufen zu halten, den Leuten einfach den möglichst besten Service bieten zu können. Das hat natürlich alles viel Energie gekostet. Ja, und so habe ich halt irgendwie auf innere Signale gehört und so habe ich mich entschieden, reiche ich zu meinem auf den Tag genau 10-jährigen Jubiläum die Kündigung ein. Der Fuhrer hat zuerst gedacht, ich verarsche ihn, aber leider war es da hatte ich schon die Zusage von meinem neuen Arbeitgeber und so war es tatsächlich Realität. Und irgendwie muss man auch schauen, was mit den Azubis nach mir passiert. So. Deswegen war dann der schlaue Entschluss, einfach zu sagen, hey, ich ziehe die Reißleine und mit mir die Sintflut. Viel Spaß, macht's gut, ihr Trottel. Als er dann uns gesagt hat, dass er gehen wird, war das zwar auf der einen Seite traurig, aber ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, so, dass man das auch ein bisschen so mit einem lachenden, einem weinenden Auge sehen sollte, weil wenn er geht, schafft er halt Platz für die jüngere Generation, die halt in dem Fall auch ich bin. Also Kunstform hat mir den Weg in die Berufswelt quasi geebnet und kann jetzt in dieser großen, breiten, aufgefächerten Berufswelt super andocken, wofür ich auch extrem dankbar bin. Das Subrosa Street Rail Battle auf der Königstraße war ähnlich vom Vibe wie die Stock Session. Das war ein richtig geiles Event, da haben wir die Location auf der Königstraße bekommen, das ist selten. Dementsprechend waren da auch tausende Leute, die zugeschaut haben. Wir haben da Subrosa Rails aufgebaut und die ganze Zeit Obstacles verschoben. Das war echt ein cooler Kurs, so, da wurde es nicht langweilig. Und alle Leute waren richtig hyped darauf, weil einfach Corona gerade vorbei war, man konnte wieder Events machen. Gleichzeitig war Opera de Beast von dem Arrow & Beast Skate Shop. Das heißt, die ganze Stadt war eigentlich gefüllt mit Action-Sport an dem Tag. Es war ein richtig guter Vibe. Im Sommer Bier getrunken, gefeiert, Fahrrad gefahren. Leute haben BMX kennengelernt. So. Ich finde richtig krass, dass die als ersten Kontakt so einen geilen Contest gehabt haben. So. Das hätte ich mir als Kind gewünscht. Das würde ich als Erfolg abstempeln, das Event. Das war geil. Nobody is matching these flows. I used to take life serious till it began to be jokes. Had a man that I was on to for a few years, it was gonna get mad till we spoke. Talk the truth, don't act for me, bro. Cause I don't wanna hear any stories that'll be powerless like your battery's low. Man, I'm making presentations like their favorite app is Keynote. Bare man's in the grave cause the next man's mouth that didn't know how to keep close. That's sad to see, bro. Uns die über den Zaun rüber gesprungen, so alle Leute sind komplett ausgerastet. So. Also das war mal wieder so richtig so eine Initialzündung, so, um weiterzumachen, ja. Herzlich willkommen, wir sind hier heute beim Kunstform BMX Shop. Heute ist das 20-jährige Jubiläum und wir schmeißen einen kleinen Jam. Ich hoffe, ihr habt heute Spaß. Ja. Ich wollte ja auch mal.
ja, dass es jetzt 20 Jahre schon Kunstform gibt, ist einfach unglaublich. Also an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an Seppel und Daniel von Kunstform und alle anderen für die geilen Zeiten. Das werde ich nie vergessen. 20 Jahre Kunstform. Ich hoffe, in 20 Jahren bin ich immer noch genauso dabei, immer noch bei den Stock-Sessions, bei den Sessions mit den Jungs und einfach die Stories erzählen kann von vor 20 Jahren oder 26 Jahren oder vielleicht auch 30 Jahren. Shout out to Daniel, shout out to everyone. Ich finde es halt auch total schön zu sehen, wie so Kids hier reingekommen sind und als Männer dann auch wieder rausgegangen sind oder halt immer noch Bestandteil dieses Ganzen sind und einfach eine Entwicklung durchgemacht haben, wo man halt auch wirklich stolz drauf sein kann. Jahre Kunstform ist schon extrem und das sagt man ja immer so, ne? Ich meine, viele von uns haben Kinder und dann sagt man auch mal, die Zeit vergeht so schnell, die Kinder werden so groß und so. Letzten Endes, Kunstform ist ja, obwohl ich jetzt persönlich schon eine Weile nicht mehr dabei bin, trotzdem auch eine Art Kind von mir und dass es jetzt wirklich schon 20 Jahre hinter uns steht, sozusagen, ist wirklich schon eine Leistung und auch eine krasse Lebensleistung von den beteiligten Leuten, insbesondere von Daniel und Seppel, die jetzt ja natürlich noch viel länger schon das machen, als ich jemals dabei war. Aus dem Grund oder unter anderem, kann ich mich erinnern, hat Daniel ja auch diesen Award gekriegt, glaube ich, für sein Lebenswerk und das ist auch nicht unbegründet, weil wenn ein Mensch so viel Zeit und so viel Liebe und so viel Herzblut und so viel Schweiß und wirklich, das kommt vielleicht gar nicht so rüber, wenn man das erzählt, aber was da an Pain drin steckt, das kann sich kaum jemand vorstellen. Wenn man das schafft, irgendwie umzusetzen und daraus eine Firma zu machen und es 20 Jahre auf die Straße bringt, dann ist das schon was Besonderes. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Gibt es nochmal 20 Jahre? Ich würde sagen, ja, die gibt's. Ja, also in den letzten 20 Jahren ist auf jeden Fall sehr viel passiert so und ich muss wirklich sagen, etwa teilweise richtig harte Zeiten so, ja auch vom Kopf her so und immer wieder so in sich gehen und an sich glauben und weitermacht mit dem, was man denkt so. Insgesamt muss ich sagen, war das wirklich bisher eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht missen möchte so. Das hat mich auf jeden Fall auch richtig geprägt so. Vor allen Dingen das Gefühl so, die Leute irgendwie zusammenzukriegen, wenn man merkt, die haben Spaß miteinander, so die BMX-Fahrer. BMX-Fahren an sich ist auch irgendwie was richtig Cooles. Du siehst die kleinen Kiddies so, wie sie so die ersten Tricks machen und dann sieht man die halt so aufwachsen. So. Ja, in 20 Jahren Kunstform hat man ja auch schon den einen oder anderen BMX-Fahrer vom kleinen Kind zum später Profi so begleitet. Also auch echt unglaublich, was da alles so entstanden ist und was da auch für eine Kreativität drin ist halt frei, so komplett frei. Seppi und ich sind ja jetzt auch 20 Jahre zusammen. Ja, das ist schon manchmal tatsächlich herausfordernd, so, weil der Seppi hat ja seinen festen Job und ist dann der stille Gesellschafter bei Kunstform. Da wird dann abends schon hart mal ein Konfigurator gemacht oder keine Ahnung, was dann sonst noch ansteht, was Dani dann von ihm möchte. Ja, aber ich bringe ihn dann immer mal wieder runter. Da haben wir schon eine gute Balance, würde ich sagen. Vor allem, wenn das Kunstform voranbringt, dann freut mich das auch. Ich bin von 2003 dabei, das ist schon echt schön. 20 Jahre ist halt echt ein krasser Scheiß, Leute. Natürlich, also total krass, ne? Ich kenne Steffi, bin mit Steffi jetzt so lange zusammen, wie es Kunstform gibt. So.
meine 2 Babys. Und also ja, da muss ich auch mal ein riesen Danke sagen. Steffi hat mich da auch immer unterstützt so und mir auch dann immer mal wieder die Bremse eingelegt, wenn sie halt gesehen hat, dass vielleicht zu viel ist. Und ja, gleichzeitig halt war sie aber auch immer da und hat mir dann auch immer den Rücken gestärkt. Und da bin ich super dankbar. Und auch meine Jungs Max und Mies, so, die sind ja auch dem BMX mehr oder weniger verbunden und so ist einfach schön, dass man da auch die Familie einfach im Rücken hat, die wertschätzt, was man da tut. Man muss halt so ein bisschen überlegen, wie man jetzt gerade die nächste Generation oder die Kiddies so irgendwie von dieser ganzen Online-Welt auch mal wieder ein bisschen in die reale Welt holt. Und da denke ich, ist BMX ein super Mittel, ja, weil man hat sofort irgendwie, man springt 2 Treppenstufen runter, der andere pusht dich so, du hast sofort ein cooles Gefühl so. Deshalb bin ich da auch positiv gestimmt, was das Thema BMX angeht. So. Macht einfach Spaß, so klar, es gibt mal Up and Downs, so. Auch im Verkauf sozusagen. Aber wir werden uns immer zur Aufgabe machen, wirklich versuchen, jeden für BMX zu begeistern und ja, einfach zu zeigen, was das für eine tolle Art ist, so auch seine Jugendjahre zu verbringen. Ja, auf die nächsten 20 würde ich sagen. Prost! Weiter so. Treibt BMX voran. Ja, letzten Endes muss ich auch nochmal wirklich meinen Eltern danken und meinem Bruder auch vor allem, weil es gab halt immer wieder harte Zeiten und da waren die halt wirklich immer da so und da bin ich wirklich super dankbar und ich denke, wir können einfach auch nochmal dann 20 Jahre so weitermachen. Also ich möchte auch an der Stelle auch nochmal die Möglichkeit benutzen, so an alle Wegbegleiter, die uns hier begleitet haben, ob es die Mitarbeiter sind, ja, ob es die Lieferanten sind, so. Da möchte ich nochmal ein großes Dankeschön aussprechen. So. War nicht immer leicht so und manchmal hat man auch mega viel Arbeit gehabt. So. Aber ich würde sagen, so, wir haben die letzten Jahre was richtig Cooles hier erschaffen. Und natürlich, mein allergrößter Dank ist natürlich an alle unsere Kunden, so, die uns immer supportet haben. So. Ich kann auch an der Stelle nur sagen, wenn irgendwie irgendwas ist, so, ihr könnt echt immer hier anrufen. So. Hier trefft ihr Menschen. So. Wir versuchen immer eine Lösung zu finden, so, sofern man uns auch lässt. So. Ja, und deshalb auch nochmal danke, dass ihr, ja, die bei uns einkaufen, das halt möglich machen. So.